bonita. Salut, ich bin's, Hannah Cash. Nein, braves Sparschwein, immer schön sparen. Heute erkläre ich euch, wie Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. In Episode 1 haben wir unter anderem gelernt, dass private Haushalte, also Leute wie du und ich, von den Unternehmen Güter, also Produkte und Dienstleistungen kaufen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Für diese Güter zahlen wir Konsumentinnen und Konsumenten den Unternehmen Geld. Denn jedes Gut hat seinen Preis. Wie aber entsteht ein Preis? Die Antwort: Der Preis findet sich da, wo Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen. Ich erkläre es euch an einem Beispiel. Und zwar anhand des Döners. Wenn ihr euren eigenen Dönerstand hättet, zu welchem Preis würdet ihr eure Döner am liebsten verkaufen wollen? Rein wirtschaftlich gesehen würden wir möglichst viele Döner zu einem möglichst hohen Preis verkaufen wollen. Niemand würde seine Döner gratis verkaufen. Will das gibt kein Stutz. So entsteht die Angebotskurve. Diese zeigt, wie viele Döner zu welchem Preis angeboten werden würden. Die Regel der Angebotskurve ist also, je höher der Preis für ein Gut, desto mehr Unternehmen wollen das Gut verkaufen. Leider können wir Dönerstände den Dönerpreis nicht einfach so hoch setzen, wie wir wollen, weil wir, Konsumentinnen und Konsumenten, so wenig zahlen wollen wie nötig. Das heißt, die Nachfrage verhält sich genau umgekehrt zum Angebot. Wir als Konsumentinnen würden alle am liebsten den Döner gratis kriegen. Beim tiefsten Preis würden also am meisten Döner nachgefragt werden. Niemand von uns würde einen Döner zu einem viel zu hohen Preis kaufen wollen. Denn wollen wir als Konsumentinnen unser Geld aus dem Fenster werfen? Nein, so entsteht die Nachfragekurve. Diese zeigt, wie viele Döner zu welchem Preis nachgefragt werden würden. Die Regel der Nachfragekurve ist, je tiefer der Preis für ein Gut, desto mehr wird das Gut nachgefragt. Wir Konsumentinnen und Konsumenten wollen also möglichst viel, möglichst günstig kaufen. Aber wir Verkäuferinnen und Verkäufer wollen möglichst viel, möglichst teuer verkaufen. Sie finden sich also in der Mitte. Und zwar genau hier. An diesem Punkt liegen Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht. Hier pendelt sich der höchstmögliche Preis ein, zu dem das Gut noch erfolgreich verkauft wird. Das ist der Marktpreis. Solange ein Dönerstand einen tieferen Preis als den Marktpreis hat, ist die Nachfrage größer als das Angebot. Um mehr Geld zu machen, wird der Dönerstand den Preis und die Menge an Dönern erhöhen. Sobald der Dönerstand mit seinem Preis über den Marktpreis hinausgeht, ist die Nachfrage kleiner als das Angebot. Hallo? Döner? Irgendjemand? Döner macht schöner! Der Dönerstand wird den Preis wieder runterschrauben, bis die Leute wiederkommen. So hält sich der Preis im Gleichgewicht. Aber jetzt aufgepasst! Nachfrage und Angebot können sich ändern. Wenn Döner eines Tages unbeliebt werden, weil zum Beispiel Influencer sagen, dass sie ungesund sind, sinkt die Nachfrage und somit auch der Marktpreis. Wenn aber Döner plötzlich rar werden, weil es weniger Dönerfleisch gibt, dann sinkt das Angebot und der Marktpreis steigt wieder. Denn wenn etwas rar ist, wird es teurer. Und so bilden Angebot und Nachfrage die Preise auf dem Markt. Tada! Das gilt übrigens nicht nur für Dönerpreise, sondern natürlich für alle Preise. Dazu gehören auch Mieten für Wohnungen und Zinsen für Kredite. Wenn euch mein Angebot gefällt, schenkt mir Likes. Ich bin Hannah Cash. Make Business, make Money. Bis zum nächsten Mal. Bye.